Lektion 1: Objekte zurückgeben. Haben Sie schon einmal etwas so geworfen, dass es sich umdreht? Ja. Es ist interessant, wie Wurftechniken die Flugbahn beeinflussen können. Genau. Wenn es richtig gemacht wird, kann es zu der Person zurückkehren, die es geworfen hat. Es ist wie ein Boomerang-Effekt. Es ist faszinierend, es in Aktion zu sehen. Ich liebe die Rolle der Physik bei diesen einfachen Aktionen. Ich auch. Es lässt mich die kleinen Dinge schätzen, die wir oft übersehen. Wir sollten diese Technik einmal ausprobieren. Das wäre eine lustige Herausforderung. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie gut wir es gemeinsam meistern können. Lektion 2: Lebensmitteleinkauf. Habt ihr Empfehlungen zum Lebensmitteleinkauf? Normalerweise vergleiche ich vor dem Kauf die Preise verschiedener Geschäfte. Das ist eine kluge Strategie. Es hilft, auf lange Sicht Geld zu sparen. Absolut. Außerdem halte ich gerne Ausschau nach Sonderangeboten und Rabatten. Tolle Idee. Es ist immer schön, gute Angebote für das Nötigste zu finden. Und ich versuche auch, eine Liste zu erstellen, bevor ich gehe, um Impulskäufe zu vermeiden. Das ist ein toller Tipp. Organisiert zu bleiben kann bei der Budgetierung wirklich hilfreich sein. Ja, und es macht das Einkaufserlebnis viel reibungsloser. Ich werde Ihren Rat auf jeden Fall beim nächsten Lebensmitteleinkauf beherzigen. Lektion 3: Zuwächse im Fitnessstudio. Normalerweise gehe ich ins Fitnessstudio, um Gewichte zu heben. Es ist zu einem entscheidenden Teil meiner Routine geworden. Das hört sich großartig an. Haben Sie in letzter Zeit versucht, schwerere Gewichte zu heben? Ja, ich habe meine Gewichte nach und nach erhöht, um mich selbst mehr herauszufordern. Das ist großartig. Ich wollte schon immer Gewichtheben ausprobieren, habe mich aber nie richtig darauf eingelassen. Du solltest es unbedingt versuchen. Es kann wirklich bestärkend sein. Ich habe gehört, dass es dabei hilft, Stärke und Selbstvertrauen aufzubauen. Das tut es wirklich. Außerdem sind die Endorphine eines guten Trainings erstaunlich. Das kann ich sehen. Vielleicht sollte ich irgendwann mit dir ins Fitnessstudio gehen. Das würde mir gefallen. Wir können uns gegenseitig motivieren, unsere Fitnessziele zu erreichen. Lektion 4: WLAN-Reset. Richtig. Lassen Sie mich das WLAN für Sie zurücksetzen. Bitte warten Sie einen Moment. Danke schön. Ich hatte Probleme beim Herstellen einer Verbindung zum Internet. Kein Problem. Manchmal kann ein schneller Reset viele Probleme lösen. Ich schätze Ihre Hilfe, es ist frustrierend, wenn die Technologie nicht kooperiert. Ich verstehe das vollkommen. Es kann sehr nervig sein, wenn Sie eine stabile Verbindung benötigen. Ja. Ich habe versucht, ein Video anzusehen, und die Pufferung hat mich verrückt gemacht. Ich sorge dafür, dass in einer Minute alles wieder reibungslos funktioniert. Ich freue mich darauf. Ich möchte unbedingt meine Lieblingssendungen nachholen. Los geht's. Sie sollten jetzt fertig sein, sag mir Bescheid, wenn du noch etwas brauchst. Lektion 5: Rollerblade-Abenteuer. Dann steigen alle, 50 oder mehr, auf ihre Fahrräder oder Rollerblades. Das klingt nach einer lustigen Veranstaltung. Nehmen Sie oft teil? Ja, normalerweise machen wir jedes Wochenende eine Gruppenfahrt.
Das muss aufregend sein. Ich bin noch nie in einer solchen Gruppe Rollschuh gefahren. Es ist eine fantastische Möglichkeit, die Natur zu genießen und neue Freunde kennenzulernen. Ich kann es mir vorstellen. Die Energie muss bei so vielen Menschen ansteckend sein. Absolut. Wir fahren durch den Park und veranstalten manchmal Minirennen. Das klingt spannend. Ich würde gerne irgendwann dabei sein. Du solltest. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und Spaß zu haben. Lektion 6, Rezeptneugier. Klar, ich bin immer bereit, etwas Neues auszuprobieren. Was ist das für ein Rezept? Es ist eine einzigartige Variante eines klassischen Gerichts, die Ihnen meiner Meinung nach wirklich schmecken wird. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, wenn Rezepte unerwartete Aromen haben. Genau. Es vereint süße und herzhafte Elemente, die überraschend gut zusammenpassen. Ich habe auf jeden Fall Interesse. Wann haben Sie vor, es zu schaffen? Ich habe darüber nachgedacht, es dieses Wochenende zu machen. Möchten Sie mitmachen? Ich würde gerne helfen. Gemeinsames Kochen macht immer mehr Spaß. Großartig. Ich werde alle Zutaten zusammensuchen, die wir brauchen. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es ausgehen wird. Lektion 7, Zimmerservice. Entschuldigung, ich habe Hunger. Kann ich etwas Essen auf mein Zimmer bestellen? Natürlich. Worauf hast du Lust? Ich könnte eine Pizza oder vielleicht einen schönen Burger essen gehen. Hört sich beides lecker an. Vielleicht können wir von jedem etwas bestellen. Das ist eine tolle Idee. Teilen macht immer mehr Spaß. Ich stimme zu. Werfen wir einen Blick auf die Speisekarte, um zu sehen, ob es dort Sonderangebote gibt. Guter Gedanke. Ich hoffe, Sie haben auch ein paar leckere Vorspeisen. Ja. Eine Beilage mit Flügeln oder Nachos wäre perfekt. Ich rufe sofort den Zimmerservice an. Ich kann es kaum erwarten, reinzuschnuppern. Lektion 8, kulinarisches Paradies. Ich habe immer davon geträumt, ein kulinarisches Paradies zu besuchen. Das klingt erstaunlich. Worüber machen Sie sich Sorgen? Ich mache mir Sorgen über Sprachbarrieren bei der Essensbestellung. Das ist verständlich. In einem fremden Land kann es schwierig sein. Ja, ich möchte sicherstellen, dass ich die Speisekarte und die Zutaten verstehe. Vielleicht könnten wir ein paar grundlegende Sätze lernen, bevor wir gehen. Das würde auf jeden Fall helfen. Ich möchte mich bei der Bestellung sicher fühlen. Außerdem würde es das Gesamterlebnis beim Probieren neuer Gerichte verbessern. Genau. Ich kann es kaum erwarten, ohne Sorgen verschiedene Küchen zu erkunden. Lektion 9, Karriere verfolgen. Das klingt interessant. Haben Sie mit dieser Karriere begonnen? Ja, ich habe die ersten Schritte unternommen und mich für einige relevante Kurse eingeschrieben. Das ist fantastisch. Es ist großartig zu sehen, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Danke schön. Ich freue mich darauf, neue Fähigkeiten zu erlernen und Erfahrungen zu sammeln. Auf welchen Bereich konzentrieren Sie sich in dieser Karriere? Ich interessiere mich besonders für Marketing und dafür, wie man mit dem Publikum in Kontakt tritt. Das ist eine lebenswichtige Fähigkeit. Das Verständnis Ihres Publikums kann einen großen Unterschied machen.
Ja, und ich bin bestrebt, das Gelernte in realen Situationen anzuwenden. Ich glaube, dass du Großes leisten wirst. Ihre Leidenschaft wird durchscheinen. Lektion 10: Fitnessgeräte. Ja, wir können ein Springseil, Widerstandsbänder und sogar eine Yogamatte verwenden. Das klingt nach einem runden Trainingsplan. Das ist es wirklich. Jedes Gerät zielt auf unterschiedliche Muskelgruppen ab. Ich finde es toll, wie vielseitig diese Werkzeuge für verschiedene Übungen sein können. Genau. Außerdem sind sie einfach zu Hause oder im Park zu verwenden. Ich schätze, wie zugänglich sie Fitness für jedermann machen. Ja, und sie eignen sich hervorragend zum Aufbau von Kraft und Flexibilität. Ich freue mich darauf, sie in meine Routine zu integrieren. Lassen Sie uns einen Zeitplan festlegen, um uns gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen. Lektion 11: England und darüber hinaus. England und die ganze Welt haben so viel zu bieten. Natürlich. London ist bei Touristen beliebt, die wegen der vielen Sehenswürdigkeiten kommen. Absolut. Die Geschichte und Kultur sind wirklich faszinierend. Ich habe gehört, dass die Museen und Galerien ein Muss sind. Ja, jedes erzählt eine einzigartige Geschichte über die Vergangenheit der Stadt. Und die Parks bieten einen schönen Rückzugsort vom Trubel auf den Straßen. Genau. Es ist eine perfekte Mischung aus Stadtleben und Natur. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erkunden, was London zu bieten hat. Es wird mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 12: Inselvorschläge. Wenn ich ein Inselziel vorschlagen könnte, wäre es definitiv Barbados. Ich denke, Barbados wäre eine gute Wahl. Die Strände sind atemberaubend. Absolut. Das kristallklare Wasser und die weißen Sandstrände sind atemberaubend. Außerdem sind die lokale Kultur und das Essen fantastisch. Ja, und es gibt so viele Aktivitäten, die man genießen kann, vom Schnorcheln bis zum Wandern. Das klingt perfekt für einen Urlaub voller Abenteuer und Entspannung. Ich kann mir gut vorstellen, mit einem kühlen Getränk am Strand zu faulenzen. Ich auch. Irgendwann sollten wir gemeinsam einen Ausflug dorthin planen. Ich bin voll dabei. Es wäre ein unvergesslicher Kurzurlaub. Lektion 13: Gartenfreude. Viele Menschen genießen es, in einem Garten schöne Blumen oder leckeres Gemüse anzubauen. Absolut. Gartenarbeit kann sowohl ästhetisch als auch praktisch ein lohnendes Hobby sein. Ich liebe die Idee, Pflanzen zu pflegen und zu beobachten, wie sie mit der Zeit gedeihen. Es ist faszinierend, wie aus einem kleinen Samen etwas Lebendiges und Lebendiges werden kann. Außerdem gibt es nichts Schöneres als den Geschmack von frischem Gemüse, das Sie selbst angebaut haben. Rechts? Selbst angebaute Produkte sind nicht nur lecker, sondern auch gesünder als im Laden gekaufte. Und Gartenarbeit ist eine großartige Möglichkeit, Zeit im Freien zu verbringen und sich mit der Natur zu verbinden. Ich kann nur zustimmen. Es ist therapeutisch und kann helfen, Stress abzubauen. Haben Sie darüber nachgedacht, einen eigenen Garten anzulegen? Lektion 14: Hektik bei der Hausarbeit. Wenn Sie in einem Haus wohnen, gibt es immer Hausarbeit zu erledigen. Das ist so wahr. Es kann sich manchmal überwältigend anfühlen, nicht wahr? Ja, es scheint, als gäbe es immer etwas, das Aufmerksamkeit erfordert, vom Reinigen bis zum Organisieren.
Ich weiß. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich eine endlose To-Do-Liste erstelle. Es ist wichtig, den Überblick zu behalten, aber es kann anstrengend sein. Absolut. Aber ich finde, dass es sehr hilfreich ist, Aufgaben in kleinere Teile aufzuteilen. Das ist eine tolle Strategie. Dadurch fühlt sich die Arbeit weniger entmutigend an. Und es lohnt sich, jede Aufgabe abzuhacken, oder? Ja. Außerdem fühlt sich ein sauberes Zuhause immer einladender und komfortabler an. Lektion 15, Motorproblem. Oh nein. Was ist mit dem Auto passiert? Nun, wir fuhren mitten im Nirgendwo, als der Motor anfing, seltsame Geräusche zu machen. Das klingt alarmierend. Konnten Sie sicher anhalten? Ja, zum Glück. Ich wollte nicht riskieren, völlig zusammenzubrechen. Das ist eine Erleichterung. Haben Sie Pannenhilfe gerufen? Das tat ich, und sie sagten, sie würden in etwa 30 Minuten hier sein. In der Zwischenzeit können wir die Landschaft genießen, während wir warten. Das ist eine gute Idee. Eigentlich ist es hier draußen trotz des Ärgers recht friedlich. Ja, manchmal führen unerwartete Stopps zu wunderschönen Momenten. Lektion 16, Morgenroutine. Das ist ein guter Start in den Tag. Was kommt als nächstes? Ich koche Kaffee und frühstücke schnell, um neue Kraft zu tanken. Klingt perfekt. Eine warme Tasse Kaffee bringt den Morgen richtig in Schwung, nicht wahr? Das tut es auf jeden Fall. Ohne kann ich nicht funktionieren. Was ist mit dir? Normalerweise nehme ich einen Smoothie, es geht schnell und gibt mir Energie für den Tag. Das ist eine tolle Wahl. Nährstoffreich und lecker. Nach dem Frühstück plane ich gerne meine Aufgaben für den Tag. Planung ist der Schlüssel. Es hilft, alles organisiert und überschaubar zu halten. Genau. Stellen wir sicher, dass wir beide unsere Routinen für einen produktiven Tag haben. Lektion 17, Reisedauer. Haben Sie über die Dauer Ihrer Reise nachgedacht? Ja, ich habe vor, etwa 2 Wochen zu gehen. Das klingt nach einer schönen Länge. Es gibt Ihnen genügend Zeit zum Erkunden. Genau. Ich möchte in die Kultur eintauchen und den Ort wirklich erleben. 2 Wochen ermöglichen auch etwas Entspannungszeit, was wichtig ist. Absolut. Ich möchte nicht alles überstürzen. Haben Sie sich überlegt, welche Orte Sie unbedingt besuchen möchten? Ja, ich habe eine Liste mit Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss, und auch mit einigen versteckten Schätzen. Das ist ein toller Ansatz. Der Schlüssel liegt darin, beliebte Orte mit lokalen Favoriten in Einklang zu bringen. Lektion 18, Teamleistung. Hallo. Ich habe mir den Bericht heute Morgen angesehen. Ach wirklich? Was hast du gefunden? Unsere Zahlen sind gestiegen, was eine fantastische Nachricht für das Team ist. Das ist toll zu hören. Es zeigt, dass sich unsere harte Arbeit auszahlt. Absolut. Ich denke, dass unsere jüngsten Strategien erste Wirkung zeigen. Ja, es ist ermutigend, nach all den Anstrengungen, die wir unternommen haben, positive Ergebnisse zu sehen. Wir sollten diesen Meilenstein feiern und das Team weiter motivieren. Ich stimme zu.
Ein wenig Anerkennung kann einen großen Beitrag zur Steigerung der Moral leisten. Planen wir eine kleine Zusammenkunft, um die Beiträge aller zu würdigen. Lektion 19: Allmählicher Fortschritt. Mach dir keine Sorge. Wir beginnen langsam und steigern schrittweise unser Tempo. Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte mich wohl fühlen, während wir Fortschritte machen. Genau. Es ist wichtig, Selbstvertrauen aufzubauen, bevor man sich noch mehr anstrengt. Ich schätze diesen Ansatz. Dadurch fühlt sich die Reise leichter zu bewältigen an. Außerdem können wir den Prozess genießen, anstatt ihn zu überstürzen. Ja. Lernen soll Spaß machen und nicht stressig sein. Ich bin froh, dass wir diesbezüglich einer Meinung sind. Ich auch. Es wird für uns beide eine lohnende Erfahrung sein. Feiern wir unterwegs unsere Erfolge. Lektion 20: Konsistenz in der Praxis. Hören Sie zu, konsequent zu bleiben und weiter zu üben ist der Schlüssel zur Verbesserung. Ich stimme voll und ganz zu. Nur so lassen sich Fortschritte im Laufe der Zeit wirklich erkennen. Genau. Selbst kleine tägliche Anstrengungen können zu bedeutenden Ergebnissen führen. Das stimmt. Es ist wichtig, sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Ja, Beharrlichkeit ist es, was diejenigen, die Erfolg haben, von denen unterscheidet, die keinen Erfolg haben. Das werde ich mir merken. Es geht darum, eine positive Einstellung zu bewahren. Und gegenseitige Unterstützung kann die Reise einfacher machen. Absolut. Lassen Sie uns beim Üben gegenseitig Verantwortung übernehmen. Klingt nach einem Plan. Gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen. Lektion 21: Bequemlichkeit im Fitnessstudio. Ich gehe in ein Fitnessstudio in der Nähe, es ist praktisch und verfügt über die gesamte notwendige Ausrüstung. Das klingt perfekt. Wenn ein Fitnessstudio in der Nähe ist, ist es einfacher, konstant zu bleiben. Ja, ich kann jederzeit trainieren, wenn ich etwas Freizeit habe. Das ist so wichtig. Es geht darum, Fitness zu einem Teil Ihrer Routine zu machen. Genau. Darüber hinaus bietet das Fitnessstudio interessante Kurse an. Das ist großartig. Gruppenunterricht kann motivierend und unterhaltsam sein. Das sind sie wirklich. Es ist schön, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich gegenseitig ermutigt. Ich liebe diesen Aspekt des Trainings. Es macht das Erlebnis angenehmer. Lasst uns planen, irgendwann einmal zusammenzugehen. Es könnte eine gute Möglichkeit sein, motiviert zu bleiben. Lektion 22: Messung der Kapitalrendite. Wie messen wir den Return on Investment effektiv? Nun, wir müssen Konversions- und Engagementkennzahlen genau analysieren. Das macht Sinn. Das Verständnis dieser Zahlen kann unsere Strategien leiten. Genau. Wir können beurteilen, was funktioniert und was verbessert werden muss. Es ist auch wichtig, klare Erfolgsmaßstäbe zu haben. Ja, das Setzen spezifischer Ziele wird uns helfen, unsere Fortschritte zu verfolgen. Und regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass wir unsere Ziele im Auge behalten. Absolut. Bei unserem Ansatz kommt es darauf an, proaktiv zu sein. Stellen wir sicher, dass wir alles zum späteren Nachschlagen dokumentieren. Lektion 23: Online buchen. Haben Sie schon einmal online ein Hotelzimmer gebucht?
Ja, das habe ich. Das ist bequem und spart im Vergleich zum Anruf viel Zeit. Ich stimme voll und ganz zu. Sie können sofort Preise vergleichen und Bewertungen lesen. Genau. Außerdem sehen Sie alle verfügbaren Annehmlichkeiten auf einen Blick. Das erleichtert die Auswahl der perfekten Unterkunft. Und oft finden Sie exklusive Angebote, die es anderswo nicht gibt. Mir gefällt, wie benutzerfreundlich die meisten Buchungsseiten heutzutage sind. Ja. Es ist, als ob Sie ein Reisebüro direkt zur Hand hätten. Haben Sie eine Lieblingsseite, die Sie gerne für Buchungen nutzen? Lektion 24, Geburtstagsüberraschung. Überraschen wir Sie an Ihrem tatsächlichen Geburtstag. Es wird unvergesslich sein. Ich bin mir sicher, dass Sie begeistert sein werden, mit uns zu feiern. Absolut. Eine Überraschungsparty würde es noch spezieller machen. Ja. Wir können einige lustige Aktivitäten dekorieren und planen. Wie wäre es mit einem Kuchen? Jeder liebt einen leckeren Geburtstagskuchen. Tolle Idee. Wir sollten auch über Ihre Lieblingsgeschmacksrichtungen nachdenken. Und vielleicht ein paar Spiele, um die Atmosphäre lebendig zu halten. Das klingt perfekt. Machen wir diesen Geburtstag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ich bin gespannt auf Ihre Reaktion, wenn Sie hereinkommen. Lektion 25, Hairhaven. Können Sie mir mehr über den Friseursalon erzählen, den Sie erwähnt haben? Es heißt Hairhaven und es gibt erfahrene Stilisten, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Das klingt vielversprechend. Welche Dienstleistungen bieten Sie an? Sie bieten alles vom Haarschnitt über Farbbehandlungen bis hin zum Styling. Ich liebe das. Ein guter Salon kann einen großen Unterschied in Ihrem Aussehen machen. Definitiv. Außerdem ist die Atmosphäre sehr einladend und entspannend. Das ist wichtig. Eine schöne Umgebung kann das Gesamterlebnis bereichern. Genau. Nach einem Besuch dort fühle ich mich immer erfrischt. Ich sollte über eine Terminvereinbarung nachdenken. Lektion 26, Warten auf die Rückkehr. Haben Sie gesagt, wann Sie es zurückbekommen könnten? Sie erwähnten, dass die Bearbeitung bis zu 48 Stunden dauern könne. Das ist nicht allzu lange, aber wenn man wartet, kann es sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Ich weiß, was du meinst. In solchen Situationen ist es immer schwer, geduldig zu sein. Ich hoffe nur, dass alles reibungslos und ohne Probleme verläuft. Ja, und es ist gut, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, um Updates zu erhalten. Das werde ich unbedingt tun. Kommunikation ist in diesen Fällen der Schlüssel. Absolut. Es hilft, alle Sorgen zu lindern, während Sie warten. Ich drücke die Daumen, dass alles bald klappt. Lektion 27, Herausforderungen beim Rauchen. Jeder würde zustimmen, dass es eine gute Idee ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Absolut. Es hat viele gesundheitliche Vorteile und verbessert das allgemeine Wohlbefinden. Aber wenn unser Rauchen mit emotionalen Problemen zusammenhängt, kann es komplizierter sein. Das stimmt. Emotionale Bindungen können das Aufgeben deutlich erschweren. Es ist wichtig, zuerst die zugrunde liegenden Probleme anzugehen. Ja, es kann hilfreich sein, Unterstützung von Freunden oder Fachleuten zu suchen.
Ich denke, die Kombination emotionaler Unterstützung mit einem Entwöhnungsplan ist der beste Ansatz. Definitiv. Es geht darum, eine umfassende Erfolgsstrategie zu entwickeln. Ich bewundere diejenigen, die versuchen, positive Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen. Lektion 28: Migration nach Australien. Wussten Sie, dass Mitte des 19. Jahrhunderts viele Briten nach Australien zogen? Ja, das haben sie. Sie suchten nach neuen Möglichkeiten, oft nach der Gründung von Bauernhöfen. Genau. Einige waren auch auf der Suche nach Gold und besseren Lebensbedingungen. Es ist faszinierend, wie Migration die Geschichte und Kultur Australiens geprägt hat. Ja, und es führte in dieser Zeit zu einem erheblichen Bevölkerungswachstum. Ich bewundere Ihren Abenteuergeist bei der Suche nach einem neuen Leben auf der ganzen Welt. Es muss sowohl aufregend als auch entmutigend gewesen sein, alles hinter sich zu lassen. Absolut. Für die Chance auf eine bessere Zukunft gingen sie große Risiken ein. Es ist erstaunlich, darüber nachzudenken, wie diese frühen Siedler das heutige Australien beeinflusst haben. Lektion 29: Erinnerungen schaffen. Diese Reise wird großartig. Ich freue mich auch darauf. Wir werden so viele Erinnerungen haben, die wir teilen können. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, neue Orte zu erkunden und verschiedene Gerichte auszuprobieren. Ja, und die Abenteuer, die wir erleben, werden jahrelang Geschichten erzählen. Es geht um die Erlebnisse, die wir gemeinsam schaffen. Genau. Jeder Moment wird zum Reichtum unserer Reise beitragen. Ich hoffe, wir können ein paar tolle Erinnerungsfotos machen. Sicher. Bilder werden uns helfen, diese Erinnerungen später noch einmal aufleben zu lassen. Das wird für uns beide ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 30: Zusammenkommen. Natürlich gilt, je mehr, desto besser. Ich freue mich, dass du das denkst. Ich werde für jeden ein paar Snacks mitbringen. Das klingt perfekt. Welche Snacks möchten Sie mitbringen? Ich dachte an ein paar Chips und Dips, vielleicht sogar an ein paar Kekse. Lecker, das sind tolle Entscheidungen. Dazu bringe ich Getränke mit. Eindrucksvoll. Es wird eine schöne Auswahl für unser Beisammensein sein. Ja, es wird eine lustige, entspannte Atmosphäre für alle schaffen. Genau. Das Teilen von Essen bringt die Menschen immer näher zusammen. Ich kann es kaum erwarten, den Abend mit allen zu genießen. Lektion 31: Stumpfe Bleistifte. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass ein Bleistift, der viel benutzt wurde, stumpf wird? Ja, es ist interessant, wie schnell sie sich abnutzen, wenn man sie oft benutzt. Genau. Ein stumpfer Bleistift kann das Schreiben oder Zeichnen ziemlich frustrierend machen. Es kann wirklich. Deshalb ist es eine gute Idee, einen Spitzer in der Nähe zu haben. Ja, das Schärfen kann einen großen Unterschied in der Schreibqualität machen. Es geht darum, wie wir unsere Werkzeuge pflegen müssen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Absolut. Ein wenig Wartung reicht schon aus, nicht wahr? Sicher. Es geht darum sicherzustellen, dass wir auf alles vorbereitet sind, was wir tun. Ich werde von nun an daran denken, meine Bleistifte scharf zu halten. Lektion 32: Optionen erkunden. Reisen bietet mehr Flexibilität, als den meisten Menschen bewusst ist.
Ich stimme zu. Es eignet sich hervorragend für Erkundungstouren abseits der ausgetretenen Pfade. Genau. Sie können Ihre Pläne ganz einfach ändern und verborgene Schätze entdecken. Ja, und diese Spontaneität führt oft zu den besten Abenteuern. Ich liebe die Idee, ohne eine strenge Reiseroute zu wandern. Dadurch fühlt sich die Reise aufregender und frischer an. Außerdem lernt man unterwegs interessante Menschen kennen. Absolut. Diese Verbindungen können Ihr Reiseerlebnis verbessern. Ich kann es kaum erwarten, diese Freiheit auf unserer bevorstehenden Reise zu genießen. Lektion 33: Gesundheitsroutine. Mir ist klar geworden, dass ich meine Gesundheit zu einer Priorität in meinem Alltag machen muss. Das ist eine tolle Entscheidung. Welche Veränderungen haben Sie bisher vorgenommen? Ich habe angefangen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und mich gesünder zu ernähren. Das klingt fantastisch. Bewegung trägt wirklich dazu bei, das allgemeine Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Ja, und ich fühle mich den ganzen Tag über energiegeladener. Es ist erstaunlich, wie ein paar Änderungen einen so großen Unterschied machen können. Absolut. Außerdem versuche ich, mehr Wasser zu trinken und ausreichend zu schlafen. Flüssigkeitszufuhr und Ruhe sind so wichtig. Sind Ihnen weitere Vorteile aufgefallen? Definitiv. Meine Stimmung hat sich verbessert und ich fühle mich bei der Arbeit konzentrierter. Lektion 34: Kulturelle Anpassungen. Als ich hierher zog, hatte ich zunächst Schwierigkeiten, mich an ihre Gepflogenheiten anzupassen. Das ist verständlich. Jede Kultur hat ihre eigenen einzigartigen Traditionen. Ja, ich fand es schwierig, mich an die lokale Etikette und Gepflogenheiten anzupassen. Wie haben Sie es geschafft, diese Herausforderungen zu meistern? Ich bemühte mich, von meinen Nachbarn zu lernen und Fragen zu stellen. Das ist ein kluger Ansatz. Der Austausch mit Einheimischen hilft sehr. Das tut es wirklich. Jetzt fühle ich mich in der Gemeinschaft wohler und akzeptierter. Das ist toll zu hören. Das Annehmen neuer Bräuche kann bereichernd sein. Absolut. Es hat mir die Augen für verschiedene Perspektiven geöffnet. Lektion 35: Jazzerbe. Haben Sie schon einmal die Musikszene in New Orleans erkundet? Ja. Es ist eine Stadt, in der Jazzmusiker Instrumente wie Trompeten und Saxophone spielten. Genau. Die lebendige Atmosphäre erweckt die Musik zum Leben. Es ist unglaublich, wie tief der Jazz in der Kultur dieser Stadt verwurzelt ist. Ich stimme zu. Jede Aufführung erzählt eine Geschichte, die bei jedem Anklang findet. Die Energie des Live-Jazz ist etwas, das man nicht reproduzieren kann. Ich liebe es, wie es Menschen zusammenbringt, unabhängig von ihrem Hintergrund. Ja, Musik hat eine universelle Sprache, die uns alle verbindet. Wir sollten unbedingt eine Reise einplanen, um es hautnah zu erleben.